Lektion 1. Kreative Zusammenarbeit. Gilbert war die treibende Kraft in der Beziehung und schrieb immer neue Drehbücher. Das ist beeindruckend. War er auch dafür verantwortlich, diese Drehbücher zu präsentieren? Ja, er hat sie zu Sullivan gebracht, um Feedback und Zusammenarbeit zu erhalten. Das klingt nach einer großartigen Partnerschaft. Zusammenarbeit führt oft zu besseren Ergebnissen. Unbedingt. Verschiedene Perspektiven können die Kreativität fördern. Glaubst du, sie hatten eine starke kreative Synergie? Ich glaube schon. Ihre Teamarbeit muss tolle Arbeit hervorgebracht haben. Ich würde gerne mehr über Ihre gemeinsamen Projekte erfahren. Lassen Sie uns tiefer in Ihre Geschichte und Beiträge eintauchen. Lektion 2. Gesunder Lebensstil. Bewegung ist der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Unbedingt. Für welche Art von Aktivitäten interessieren Sie sich? Ich laufe gerne und trainiere gerne im Fitnessstudio. Das sind großartige Entscheidungen. Ich bevorzuge Yoga und Pilates aus Gründen der Flexibilität. Das ist ausgezeichnet. Yoga kann auch wirklich zur Entspannung beitragen. Ja, es ist eine perfekte Art, nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Wir sollten versuchen, beides in unsere Routinen zu integrieren. Das klingt nach einem Plan. Motivieren wir uns gegenseitig, aktiv zu bleiben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Fitnessreise. Lektion 3. Sportliche Integrität. Weißt du, es ist notwendig zu verhindern, dass andere Athleten aufgrund unfairer Praktiken Vorteile erlangen. Unbedingt. Die Integrität des Sports ist entscheidend für einen fairen Wettbewerb. Ja, und viele Organisationen arbeiten hart daran, die Anti-Doping-Vorschriften durchzusetzen. Das ist wichtig. Wir müssen sicherstellen, dass alle unter gleichen Wettbewerbsbedingungen miteinander konkurrieren. Ich denke, Aufklärung über die Risiken leistungssteigernder Medikamente ist von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Sportler sollten die langfristigen Folgen für ihre Gesundheit verstehen. Genau. Es geht nicht nur ums Gewinnen. Es geht darum, dein Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Ich stimme voll und ganz zu. Lassen Sie uns gemeinsam Initiativen für sauberen Sport unterstützen. Ja, lasst uns in unserer Community auf dieses Thema aufmerksam machen. Lektion 4. Urlaubsplanung. Ich möchte die Erfahrung genießen und Zeit zum Entspannen haben. Guter Punkt. Kennen Sie erschwingliche Urlaubsorte? Ja, ich habe großartige Dinge über die Erkundung von Nationalparks gehört. Das klingt perfekt. Die Natur ist immer eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen. Genau. Außerdem gibt es oft preisgünstige Unterkünfte in der Nähe. Ja, Camping oder Hütten können eine unterhaltsame Art sein, mit der Natur in Verbindung zu bleiben. Ich bin ganz dafür. Ein bisschen Abenteuer und Entspannung klingen ideal. Lassen Sie uns anfangen, einige Optionen für unseren nächsten Urlaub zu prüfen. Ich freue mich. Das wird eine großartige Planungssitzung. Lektion 5. Ursprünge der Freundschaft. Wir hatten so viel Spaß, das Spiel zusammenzuspielen. Ja, wir haben viel gelacht und die Gesellschaft des anderen genossen.
Dieses Mädchen wurde nach diesem Tag meine beste Freundin. Das ist wunderbar. Es ist erstaunlich, wie schnell Freundschaften entstehen können. Unbedingt. Gemeinsame Erlebnisse bringen Menschen wirklich zusammen. Ja, und es ist toll, jemanden zu haben, mit dem man lustige Momente teilen kann. Ich bin dankbar für diese Verbindung. Wie steht's mit dir? Ich habe einige meiner engsten Freunde durch ähnliche Erfahrungen gefunden. Stellen wir sicher, dass wir diese Verbindungen weiter aufbauen. Lektion 6. Historische Erfolge. Die Eroberung des Ontariosees 490 vor Christus war eine bedeutende Leistung. Das ist faszinierend. Was war die Geschichte dahinter? Der griechische Läufer Pheidipides hat eine unglaubliche Reise hinter sich, die legendär ist. Beeindruckend. Er muss unglaublich entschlossen und stark gewesen sein. Ja. Und es zeigt, wie Ausdauer zu bemerkenswerten Leistungen führen kann. Unbedingt. Es ist inspirierend, von solchen historischen Persönlichkeiten zu hören. Ich frage mich, wie sich dieses Ereignis auf die griechische Kultur ausgewirkt hat. Es hat wahrscheinlich zu mehr sportlichen Wettkämpfen und Veranstaltungen geführt. Lassen Sie uns tiefer in die alte Geschichte eintauchen. Es gibt so viel zu lernen. Lektion 7. Meilensteine im Leben. Auf jeden Fall ist es inspirierend, auch von den Meilensteinen anderer zu hören. Ja, jeder hat seine einzigartige Reise, die er teilen kann. Welche Meilensteine haben Sie in letzter Zeit erreicht? Ich habe gerade ein großes Projekt bei der Arbeit abgeschlossen, auf das ich wirklich stolz bin. Das ist fantastisch. Erfolge zu feiern ist so wichtig. Unbedingt. Es motiviert mich, weiter voranzukommen. Ich denke, dass das Teilen unserer Erfolge auch andere inspirieren kann. Ja, es entsteht ein positiver Kreislauf der Ermutigung. Lasst uns weiter die Erfolge des anderen feiern. Lektion 8. Wieder auf Kurs kommen. Ich war in letzter Zeit so beschäftigt. Irgendwelche Tipps, wie man wieder auf Kurs kommt? Setzen Sie sich zunächst realistische Ziele. Das klingt nach einem guten Ansatz. Welche Ziele schlägst du vor? Teilen Sie vielleicht größere Aufgaben in kleinere, überschaubare Aufgaben auf. Das gefällt mir. Dadurch fühlen sich die Dinge weniger überwältigend an. Genau. Und vergiss nicht, deine Fortschritte auf dem Weg zu feiern. Ja, das ist entscheidend. Kleine Siege anzuerkennen, motiviert dich. Machen wir gemeinsam einen Plan, um uns gegenseitig zu helfen, auf Kurs zu bleiben. Tolle Idee. Wir können regelmäßig einchecken, um zu sehen, wie es uns geht. Lektion 9. Operationsvorbereitung. Der Arzt und die Krankenschwestern werden im Operationssaal beschäftigt sein. Das klingt heftig. Fühlst du dich nervös wegen der Operation? Ein bisschen, aber ich vertraue darauf, dass das Ärzteteam sich gut um mich kümmert. Das ist eine gute Denkweise. Sie haben viel Erfahrung. Ja, und ich konzentriere mich auf das positive Ergebnis. Das ist die richtige Einstellung. Die Erholung wird sich lohnen. Ich will es nur sicher durchstehen. Das wirst du.
Ich werde danach hier sein, um dich zu unterstützen. Danke. Ich schätze deine Ermutigung. Lektion 10. Historischer Aktivismus. Führungspersönlichkeiten wie Susan B. Anthony und Elizabeth Cady Stanton machten auf Frauenrechte aufmerksam. Ja, sie waren zentrale Figuren in der Wahlrechtsbewegung. Ihr Mut inspirierte viele, für Gleichheit zu kämpfen. Unbedingt. Es ist erstaunlich, wie ihre Bemühungen den Lauf der Geschichte verändert haben. Sie haben so viele Menschen überredet, sich der Sache anzuschließen. Ja, und ihr Erbe inspiriert Aktivisten auch heute noch. Es ist wichtig, sich an ihre Beiträge zur Gesellschaft zu erinnern. Definitiv. Lernen wir weiter über einflussreiche Persönlichkeiten wie Sie. Das würde ich sehr gerne. Ihre Geschichten sind so ermutigend. Lektion 11. Angebote aushandeln. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber könnten wir uns mit $110 zufrieden geben? Das klingt vernünftig. Was ist Ihre Argumentation hinter dieser Zahl? Ich glaube, dass es angesichts der aktuellen Marktbedingungen ein fairer Preis ist. Ich stimme zu. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden, das für beide Seiten funktioniert. Ja, und ich schätze die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Das ist eine großartige Perspektive. Mal sehen, wie wir es zum Laufen bringen können. Ich bin optimistisch, dass wir eine Einigung erzielen werden. Ja, Kommunikation ist der Schlüssel zu Verhandlungen. Lassen Sie uns das Gespräch so lange fortsetzen, bis wir die richtige Lösung gefunden haben. Lektion 12. Geschichten aus der Kindheit. Ich erinnere mich, als Helen noch ein kleines Mädchen war. Oh wirklich? Wie war sie damals? Sie war neugierig und abenteuerlustig und erkundete immer ihre Umgebung. Das klingt bezaubernd. Kinder haben so eine lebendige Fantasie. Ja, und ihre Eltern wussten, dass sie etwas tun mussten, um ihr zu helfen. Welche Art von Unterstützung haben Sie angeboten? Sie ermutigten sie, ihren Interessen nachzugehen und so viel wie möglich zu lernen. Das ist wunderbar. Unterstützende Eltern können einen großen Unterschied machen. Unbedingt. Es hat sie zu der großartigen Person gemacht, die sie heute ist. Lektion 13. Exzellenz im Gastgewerbe. Wir sind stets bestrebt, unseren Gästen den besten Service zu bieten. Das weiß ich zu schätzen. Es macht wirklich einen Unterschied in Ihrer Erfahrung. Unbedingt. Gibt es noch etwas, was wir deiner Meinung nach verbessern könnten? Vielleicht könnten wir unserem Service eine persönlichere Note verleihen. Das ist eine tolle Idee. Personalisierung kann die Zufriedenheit der Gäste wirklich verbessern. Ja, und es zeigt, dass wir uns um Ihre individuellen Bedürfnisse kümmern. Lassen Sie uns über einige konkrete Möglichkeiten nachdenken, dies zu implementieren. Ich bin gespannt, wie wir unseren Service noch besser machen können. Gemeinsam können wir unvergessliche Erlebnisse für alle schaffen. Lektion 14. Kindheitserinnerungen. Als ich klein war, las mir mein Vater abends vor. Das klingt so süß. Welche Geschichten hat er gelesen?
Er liebte es, klassische Märchen- und Abenteuergeschichten zu lesen. Das muss wunderbare Erinnerungen geschaffen haben. Ja, aber jetzt ist sein Sehvermögen schlecht und er kann auch nicht mehr sehen. Das ist traurig zu hören. Hast du jetzt darüber nachgedacht, ihm vorzulesen? Hab ich. Ich denke, es würde ihm Spaß machen, auch wenn es ein bisschen herausfordernd ist. Das ist eine wunderschöne Idee. Es könnte eine besondere Bindungszeit für sie beide sein. Das würde ich gerne machen. Lass uns das bald geschehen lassen. Lektion 15. Modeexperimente. Ich stimme zu. Es ist schön, mit verschiedenen Stilen zu experimentieren und Dinge zu vermischen. Unbedingt. Neue Looks auszuprobieren kann so erfrischend sein und Spaß machen. Ja, und es hilft uns oft herauszufinden, was wirklich zu uns passt. Genau. Es ist wie ein kreativer Ausdruck dessen, wer wir sind. Hast du einen Lieblingsstil, mit dem du gerne experimentierst? Ich mische gerne Vintage-Stücke mit modernen Accessoires. Das klingt stylisch. Ich liebe auch eine gute Retro-Atmosphäre. Planen wir einen Einkaufsbummel, um einige einzigartige Funde zu entdecken. Ich freue mich. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, unsere Schränke aufzufrischen. Lektion 16. Vintage-Funde. Das gleiche hier. Ich kann es kaum erwarten, ein Retro-Kleid oder Vintage-Accessoires zu finden. Das klingt nach einem fantastischen Plan. Vintage-Shopping kann so lohnend sein. Ja, und es ist immer aufregend, Unikate zu finden, die sonst niemand hat. Unbedingt. Außerdem haben Vintage-Kleidung oft einen solchen Charakter und eine solche Geschichte. Ich stimme zu. Haben Sie bestimmte Stile im Sinn? Ich suche etwas aus den 70ern mit leuchtenden Farben und Mustern. Das wäre ein lustiger Look. Ich stehe eher auf die eleganten Styles der 50er Jahre. Perfekt. Wir können uns gegenseitig helfen, das zu finden, was wir suchen. Machen wir einen Tag daraus und gehen wir in ein paar lokale Secondhand-Läden. Lektion 17. Zusammensingen. Bei mir ist sie auch eine sehr gute Sängerin. Das ist wunderbar. Ich singe auch gerne mit ihr. Wo singst du normalerweise? Während unserer Autoreisen singen wir oft im Auto. Das klingt nach einem Knaller. Zu deinen Lieblingsliedern mitzusingen macht so viel Spaß. Ja, und so vergeht die Zeit auf langen Fahrten schnell. Das kann ich mir vorstellen. Hast du irgendwelche Lieblingslieder, die du gerne zusammen singst? Wir lieben es, klassische Rockhymnen herauszuholen. Das ist großartig. Lass uns bald einen Karaoke-Abend planen. Definitiv. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, Spaß zu haben und unsere Talente unter Beweis zu stellen. Lektion 18. Tagesabläufe. Nicht wirklich, nur arbeiten und dann vielleicht Fitnessstudio. Ah, ich verstehe. Hört sich an, als hättest du einen vollen Terminkalender. Es kann hektisch werden. Ich muss auch bald etwas einkaufen. Das ist wichtig. Hast du eine Liste mit dem, was du brauchst? Normalerweise führe ich eine Liste auf meinem Handy, um den Überblick zu behalten.
Das ist eine kluge Idee. Ich sollte auch damit anfangen. Ja, das spart Zeit und hilft, Impulskäufe zu vermeiden. Lass uns irgendwann zusammen einen Einkaufsbummel planen. Das fände ich toll. So macht Einkaufen mehr Spaß. Lektion 19. Modeinspiration. Sie hatte ein schönes, langes, weißes Kleid mit hübscher Spitze und Perlen. Das klingt wunderschön. War es für einen besonderen Anlass? Ja, es war für eine Hochzeit und sie sah darin umwerfend aus. Das kann ich mir vorstellen. Spitze verleiht immer eine so elegante Note. Unbedingt. Dadurch fühlte sie sich für diesen Tag wie eine Prinzessin. Ich liebe solche Kleider. Sie können für verschiedene Veranstaltungen so vielseitig sein. Ja. Sie können sie je nach Zubehör schick oder lässig anziehen. Genau. Lass uns bald etwas Ähnliches einkaufen gehen. Ich bin dabei. Es wird Spaß machen, zusammen das perfekte Kleid zu finden. Lektion 20. Umweltfreundlicher Spaß. Ich habe sie ein paar Mal ausprobiert und sie machen Spaß und sind umweltfreundlich. Wovon sprichst du? Ich bin neugierig. Ich meine, wiederverwendbare Einkaufstüten anstelle von Plastiktüten zu verwenden. Oh, ich liebe diese Idee. Es ist eine so einfache Möglichkeit, der Umwelt zu helfen. Ja! Außerdem gibt es sie jetzt in so vielen süßen Designs. Unbedingt. Dadurch fühlt sich das Einkaufen persönlicher und stilvoller an. Hast du wiederverwendbare Lieblingstaschen? Das tue ich. Ich habe einen mit einem lustigen Blumenmuster, das ich immer benutze. Das klingt herrlich. Lassen Sie uns gemeinsam eine Sammlung einzigartiger Artikel erstellen. Lektion 21. Kreative Outlets. Das Zeichnen mit bunten Stiften ist eine unterhaltsame Art, Kreativität auszudrücken. Ist es nicht? Absolut. Es verleiht jedem Projekt eine lustige und kreative Note. Ja. Ich liebe es, wie lebendige Farben meine Stimmung bei der Arbeit beeinflussen können. Ich auch. Dadurch fühlt sich alles lebendiger und energischer an. Hast du eine Lieblingsfarbe, die du gerne verwendest? Ich verwende sehr gerne Blau-Grün. Es ist beruhigend und frisch. Das ist eine schöne Wahl. Ich neige dazu, mich für helle Gelbtöne zu interessieren. Perfekt. Lass uns einen kreativen Tag haben und bald zusammen zeichnen. Ich kann's kaum erwarten. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und Spaß zu haben. Lektion 22. Vorbereitung des Vorstellungsgesprächs. Ja, ich habe ein paar Fragen zur Unternehmenskultur vorbereitet. Das ist ausgezeichnet. Es ist wichtig, das Arbeitsumfeld zu kennen. Unbedingt. Es hilft mir einzuschätzen, ob es das Richtige für mich ist. Haben Sie bestimmte Aspekte der Kultur, auf die Sie neugierig sind? Ich möchte wissen, wie Sie die Mitarbeiterentwicklung und die Work-Life-Balance unterstützen. Das sind großartige Fragen. Sie zeigen, dass Sie Ihre Karriere ernst nehmen. Ja, ich möchte sicher gehen, dass ich an einem positiven Arbeitsplatz arbeite. Ich bin mir sicher, dass du im Interview großartig abschneiden wirst. Lass uns zusammen üben.
Das klingt perfekt. Ich schätze deine Unterstützung. Lektion 23. Kindheitserinnerungen. Auf der Straße, in der ich wohnte, gingen wir manchmal zusammen zur Schule. Das klingt herrlich. Haben dir diese Spaziergänge gefallen? Ja, besonders in den Sommermonaten, wenn das Wetter schön war. Das kann ich mir vorstellen. Es macht immer mehr Spaß, mit Freunden spazieren zu gehen. Unbedingt. Viele Leute in der Nachbarschaft würden sich uns auch anschließen. Das muss ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl geschaffen haben. Ja, das hat es. Diese Erinnerungen gehören zu meinen Favoriten. Lasst uns öfter in Erinnerungen an unsere Kindheit schwelgen. Das fände ich toll. Es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Lektion 24. Herausforderungen meistern. Mach dir keine Sorgen. Du brauchst nur ein paar Techniken, um wieder auf Kurs zu kommen. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Ich könnte sie wirklich gebrauchen. Sicher. Setzen Sie sich zunächst kleine, erreichbare Ziele, um Fortschritte zu erzielen. Das klingt überschaubar. Was kommt als nächstes? Versuche, einen Tagesablauf zu erstellen, um dich zu organisieren. Ich liebe diese Idee. Es wird mir helfen, mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren. Genau. Und vergiss nicht, dich für das Erreichen jedes Ziels zu belohnen. Das ist ein großartiger Motivator. Ich werde diesen Ansatz auf jeden Fall ausprobieren. Schauen wir regelmäßig vorbei, um zu sehen, wie es uns beiden geht. Lektion 25. Kochzutaten. Ich hole ein paar Paprika und Zucchinis. Oh, und ein paar Zwiebeln auch. Sie verleihen Gerichten einen großartigen Geschmack. Definitiv. Ich liebe es, wie farbenfroh und gesund diese Zutaten sind. Ja, und sie sind so vielseitig. Sie können sie in Salaten, Pfannengerichten oder sogar Suppen verwenden. Genau. Welches Gericht machst du am liebsten mit ihnen? Ich genieße es wirklich, eine Gemüsepfanne mit vielen Gewürzen zuzubereiten. Das klingt köstlich. Das probiere ich vielleicht heute Abend zum Abendessen. Tolle Idee. Stellen wir sicher, dass wir auch etwas Knoblauch mitnehmen. Unbedingt. Knoblauch ist ein Muss für den Geschmack. Lektion 26. Ein Kleid finden. Wo finde ich einen? Sie können einige Kaufhäuser ausprobieren. Sie haben normalerweise eine große Auswahl. Das ist ein guter Vorschlag. Haben Sie ein bestimmtes Geschäft im Sinn? Ich finde, das Kaufhaus in der Innenstadt hat eine tolle Auswahl an Kleidern. Perfekt. Ich werde es mir dieses Wochenende ansehen. Lass es mich wissen, wenn du eine zweite Meinung zu den Styles brauchst. Das fände ich toll. Mit einem Freund macht Einkaufen immer mehr Spaß. Unbedingt. Wir können einen Tag daraus machen und danach zum Mittag essen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich drauf. Lektion 27. Medizinische Entscheidungen. Die einzige Heilung ist eine Operation zur Reparatur des Schnitts, des Risses oder der Schwäche. Das klingt ernst.
Wie fühlst du dich dabei? Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst vor einer Operation, aber ich weiß, dass sie notwendig ist. Es ist völlig normal, sich so zu fühlen. Eine Operation kann einschüchternd sein. Ja, und ich habe gehört, dass die Erholungszeit in einem Krankenhaus schwierig sein kann. Es kann sein, aber das Ärzteteam wird da sein, um Sie zu unterstützen. Das ist wahr. Ich will es einfach hinter mich bringen und anfangen zu heilen. Ich verstehe. Konzentrieren wir uns auf das positive Ergebnis nach der Operation. Ja, ich hoffe auf eine reibungslose Genesung. Lektion 28: Kochkurse. Wir sollten auch ihre Liebe zum Kochen berücksichtigen. Vielleicht wäre ein Kochkurs eine tolle Idee. Ich finde das perfekt. Es ist eine unterhaltsame Art, neue Fähigkeiten zu erlernen. Unbedingt. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit für Sie, andere kennenzulernen. Ja, und Sie können gemeinsam verschiedene Küchen erkunden. Ich würde gerne an einer solchen Klasse teilnehmen. Welche Art von Küche interessiert dich? Ich mag italienische Küche sehr. Die Nudelgerichte sind unglaublich. Das klingt köstlich. Ich würde gerne lernen, wie man frische Pasta macht. Schauen wir uns einige Kurse an, die sich darauf konzentrieren. Lektion 29: Kulturelle Anpassungen. Er war nicht an die Lebensweise in Japan gewöhnt. Das kann eine ziemliche Veränderung sein. Womit hatte er am meisten zu kämpfen? Ich glaube, er fand die großen Menschenmengen zunächst überwältigend. Ja, das ist verständlich. Es kann ein Schock für jemanden sein, der nicht daran gewöhnt ist. Genau. Aber er passte sich allmählich an und begann, die Lebendigkeit der Stadt zu genießen. Das ist toll zu hören. Manchmal braucht es einfach Zeit, sich anzupassen. Ja, und die Kultur aus erster Hand zu erleben, kann augenöffnend sein. Ich würde gerne eines Tages Japan besuchen und es selbst sehen. Ich auch. Lass uns in Zukunft zusammen eine Reise planen. Lektion 30: Hautpflegeroutine. Ich werde anfangen, diese Tipps in meine Hautpflegeroutine zu integrieren. Das ist eine tolle Idee. Welche Tipps planen Sie zu verwenden? Ich möchte mich darauf konzentrieren, täglich Feuchtigkeit zu spenden und Sonnenschutzmittel zu verwenden. Die sind essentiell. Sonnenschutz ist so wichtig für eine gesunde Haut. Ja, und ich habe gehört, dass regelmäßiges Peeling auch helfen kann. Unbedingt. Es hilft, abgestorbene Hautzellen zu entfernen und hält Ihre Haut strahlend. Ich bin gespannt, wie diese Veränderungen meine Haut verbessern werden. Ich auch. Lassen Sie uns gemeinsam über unsere Fortschritte bei der Hautpflege sprechen? Klingt nach einem Plan. Wir können teilen, was für uns funktioniert. Lektion 31: Historische Strukturen. Sie hatten 25.000 Türme. Der Bau solcher Mauern war sehr teuer. Wow, das ist beeindruckend. Über welche Strukturen sprechen wir? Sie waren Teil alter Befestigungsanlagen, die zum Schutz bestimmt waren. Das ist faszinierend. Es muss eine riesige Belegschaft erfordert haben, um sie zu bauen.
Ja, das hat es. Der Arbeitsaufwand war riesig und es gab viele Fachkräfte. Es ist erstaunlich, über den Aufwand und die Ressourcen nachzudenken, die in das gesteckt wurden. Unbedingt. Es zeigt, wie wichtig Sicherheit für diese Zivilisationen war. Ich würde gerne mehr über die Geschichte hinter diesen Bauwerken erfahren. Lassen Sie uns gemeinsam mehr über antike Architektur erforschen und erkunden. Lektion 32. Rechtliche Konsequenzen. Es gab eine Anklage wegen Mordes, dennoch musste Ford außergerichtliche Vergleiche in Millionenhöhe auszahlen. Das ist ein erheblicher Betrag. Was hat zu den Anklagen geführt? Es gab schwerwiegende Vorwürfe wegen Sicherheitsverstößen. Wow, das muss einen großen Einfluss auf Ihren Ruf gehabt haben. Ja, und die finanziellen Auswirkungen waren ebenfalls erheblich. Es erinnert daran, wie wichtig Unternehmensverantwortung ist. Unbedingt. Unternehmen müssen Sicherheit und Ethik priorisieren. Ich stimme zu. Lassen Sie uns mehr darüber diskutieren, wie Unternehmen solche Situationen vermeiden können. Ja, das wäre ein wertvolles Gespräch. Lektion 33. Künstlerbedarf. Verwenden Sie eine bestimmte Marke von Aquarellfarben? Ja, ich bevorzuge hochwertige Marken für eine bessere Mischung und Lebendigkeit. Das macht Sinn. Qualität kann das Endergebnis wirklich beeinflussen. Unbedingt. Es lohnt sich, in gute Materialien für Kunst zu investieren. Ich denke darüber nach, verschiedene Marken auszuprobieren, um zu sehen, was mir am besten gefällt. Das klingt nach einem lustigen Experiment. Ich kann für den Anfang ein paar Marken empfehlen. Das fände ich toll. Das Erkunden neuer Optionen kann mein Malerlebnis verbessern. Lass uns gemeinsam einen Ausflug in den Kunstladen planen. Tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, neue Vorräte zu entdecken. Lektion 34. Vertrauen und Kommunikation. Ich habe darüber nachgedacht, dass Vertrauen in Beziehungen eine so entscheidende Rolle spielt. Absolut. Ohne Vertrauen ist es schwer, sich sicher zu fühlen, findest du nicht? Ja, und deshalb wird Kommunikation unverzichtbar. Wie können wir unsere Gefühle ohne sie ausdrücken? Genau. Ein offener Dialog hilft dabei, dieses Vertrauen im Laufe der Zeit aufzubauen. Aber manchmal fühlt es sich leichter gesagt als getan an. Richtig. Was sind Ihrer Meinung nach die besten Möglichkeiten, die Kommunikation zu verbessern? Ich glaube, aktives Zuhören ist der Schlüssel. Es zeigt, dass es Ihnen wirklich wichtig ist, was die andere Person sagt. Das macht Sinn. Es geht nicht nur ums Reden, sondern auch darum, einander zu verstehen. Ja, und manchmal kann es auch diese Bindung stärken, verwundbar zu sein. Verwundbarkeit kann beängstigend sein, führt aber oft zu tieferen Verbindungen. Lektion 35. Klare Kommunikation. Ich glaube, es ist wichtig, in jeder Diskussion eine klare und unvoreingenommene Perspektive zu haben. Unbedingt. Ohne Klarheit kann es leicht zu Missverständnissen kommen. Es ist interessant, wie ein kleines Missverständnis zu größeren Problemen führen kann, nicht wahr?
Ja, und deshalb sollten wir immer Fragen zur Klärung stellen. Was sind Ihrer Meinung nach die häufigsten Hindernisse für eine klare Kommunikation? Ich denke, Annahmen spielen eine große Rolle. Wir gehen oft davon aus, dass wir wissen, was die andere Person meint. Das ist wahr. Es ist besser, unser Verständnis zu bestätigen, als voreilige Schlüsse zu ziehen.